Guten Morgen, heute mal wieder ein Video nach ein paar Tagen. Wir haben uns um sehr, sehr viele Sachen kümmern müssen in den letzten Tagen. Ganz wichtig war jetzt für uns Sprache, Kinder, Schule, und insofern waren wir sehr überrascht, dass es hier eine Organisation gibt, die sich um den Schulbesuch kümmert für fremdsprachige Schüler. Die sitzen in eigentlich jedem Ort und die haben große Befugnisse. Diese Organisation de la Scolarité des Élèves Allophones ist also in der Lage, tatsächlich für die Kinder Sprachunterricht zu organisieren mit Lehrern, die ihnen unterstellt sind. Und es ist jetzt so, dass in der kommenden Woche beide Kinder, nachdem sie jetzt erstmal getestet wurden in ihrer jeweiligen Schule im Hinblick auf die normalen Schulkenntnisse und die Sprachkenntnisse, eingestuft wurden. Und dann hat unsere Betreuerin, die Frau Kleinhans, sich gekümmert. In der kommenden Woche haben jetzt beide Kinder jeweils allein erstmal Sprachunterricht, um sich kennenzulernen, mit einer Lehrerin, die das seit vielen Jahren macht. Das heißt, es sind in der kommenden Woche an 2 Terminen jeweils fast 2 Stunden. Und danach soll es dann so sein, dass die Kinder einmal in der Woche zusammen Unterricht haben, Sprachunterricht. Da werden sie aus dem normalen Unterricht rausgenommen bei den weniger wichtigen Fächern. Und dann zweimal noch zusätzlich in Saint-Denis unten, da werden wir sie dann hinbringen. Ob das jetzt dann einzeln jeweils ist oder ob sie zu zweit sind, das weiß ich noch nicht. Aber es ist halt schon wirklich unglaublich, wenn man sich das vorstellt, dass der Staat dafür sorgt, dass die Kinder sich integrieren können, indem sie tatsächlich Sprachunterricht anbieten in der Schule, die Kinder rausnehmen aus dem Unterricht, und es werden dann 3 Einheiten in der Woche sein mit jeweils 2, 3 Stunden. Da bekommen wir dann noch die genauen Details, nachdem die Lehrerin die beiden kennengelernt hat. Also das war jetzt für uns wirklich sehr außergewöhnlich. Wir haben auch festgestellt, dass aktuell auch keine anderen fremdsprachigen Kinder da sind in Saint-Denis. Das heißt, unsere beiden sind die einzigen. Und vielleicht ist es auch deshalb so intensiv, aber sie sagen, das ist ihr Job, und am Anfang mit ganz wenigen Kindern, später gegebenenfalls mit mehr. Es sind ab und zu Kinder da aus Sri Lanka, die auch die Sprache nicht sprechen, oder aus anderen Ländern, aktuell keine, was natürlich jetzt für uns ein Riesenvorteil ist. Denn es ist auch kostenlos. Wir haben dann tatsächlich auch gefragt, ja, wie das zu bezahlen ist, und sie haben nur gelacht, sagten, nein, es geht darum, dass die Kinder einen einfachen Start haben sollen, sich integrieren sollen, und insofern passt es für die. Und es werden darüber hinaus auch Veranstaltungen angeboten am Wochenende, und wenn wir sagen, wir wollen uns integrieren, dann sagen die, ja, dann nehmt einfach teil. Es hört da nicht auf, sondern es werden auch die Eltern unterstützt. Die Silvia spricht ja sehr gut Französisch, ich spreche sehr schlecht. Ich werde nächste Woche beginnen bei der Alliance Française mit einem Anfängerkurs, weil lieber 3-mal der Anfängerkurs und dann sitzt es endlich in meinem alten Kopf als gar nicht. Und es gibt aber ein Programm auch bei dieser Organisation für die Erwachsenen. Das heißt, das beginnt Mitte September. Dort werde ich auch anfangen, auch kostenlos. Ist dann auch Intensivkurs, und erstmal A1, A2, B1 jeweils sehr intensiv mit der Begleitung in kleinen Gruppen. Wie bei den Kindern beginnt es erstmal um das reine Sprechen, dass man sich unterhalten kann, und dann kommt im Lauf der Zeit dann die Schriftsprache dazu, so dass man dann am Ende tatsächlich auf ein gutes Niveau in kurzer Zeit kommen kann, wenn man mitmacht. Das heißt also, ich fahre dann zweigleisig mit der Alliance Française und darüber hinaus mit der Organisation in der Stadt. Und wir werden auch mit den Kindern nicht nur diese 3-mal in der Woche haben,
sondern wir werden da ein gesondertes Programm noch machen, das ebenfalls von der Alliance Française angeboten wird, wo man dann samstags oder sonntags einfach eine Einheit Sprachunterricht macht. Aus dem entsprechenden Niveau kann man sich das aussuchen, man kann das zusammenstellen. Also das ist wirklich ganz toll. Insofern sind wir sehr, sehr froh, weil es natürlich eine Unterstützung ist für uns, die nicht aufs finanzielle Budget geht, und B, den Kindern halt vor allem die Möglichkeit gibt, dass sie während des Unterrichts extra Sprachunterricht bekommen, denn der Unterricht täglich ist lang, die große bis um 4:30, die kleine bis um 3:30, und danach dann die Kinder zu motivieren, da nochmal irgendwelche Sprachkurse zu machen, ist natürlich schwierig. Dieses Programm läuft jetzt für die beiden erstmal mit unbestimmter Zeit. Sie sagen, jetzt gucken wir mal, wie weit wir bis Weihnachten kommen, so dass dann schon einiges für sie geht. Die Mathilda tut sich relativ leicht, hat auch schon viele Freundinnen. Carlotta bemüht sich auch langsam, aber sicher. Es ist natürlich auch ein anderes Alter, in dem sie ist, und insofern ist es für sie auch schon nicht mehr ganz so einfach wie die Kleine. Sie sind auch sehr unterschiedlich vom Naturell, aber wir bekommen das alles hin und sind wirklich echt dankbar mit dem, wie sie uns unterstützen, wie sie helfen. Wir haben das nicht erwartet und wir waren da gestern also sehr, sehr beeindruckt. Ich habe gedacht, ich muss jetzt gleich anfangen zu heulen, weil ich meine, du versuchst ja alles Mögliche und denkst dann, oh, und wie kriegen die Kinder das hin? Kriegen wir das hin? Ich meine, dann bist du echt dankbar, und dann, dass überhaupt sich jemand kümmert und dass die dann so schnell, innerhalb von ein paar Tagen war die hier, hat sich die beiden Kinder angeschaut in ihrem Schulfeld, hat dann das Programm aufgesetzt und sie hat gesagt, ja, das funktioniert und das machen wir, das ist ihr Job, und insofern sind wir da sehr dankbar und hoffen, dass wir damit die Kinder auch und uns selber natürlich auf einen guten Weg bringen. Die Silvia wird auch noch mal ein bisschen an der Grammatik fallen. Die ist natürlich dann in einem ganz anderen Kurs unterwegs. Für sie, weil sie so gut spricht, bietet diese Organisation nichts mehr, weil sie sagen, du sprichst ja schon super, aber die Kinder und ich werden jetzt erstmal betreut und auf Stand gebracht, und das freut uns sehr.